Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video bzw. einem Update-Video zum Thema Baustelle bzw. Umzug der Brickworld. Denn endlich geht es weiter, nachdem ich einige persönliche, private und auch berufliche Gründe hatte, dass es einfach nicht weiterging. Seht ihr jetzt gerade, wie ich auf dem Weg, diesmal mit dem Auto, zu den neuen Räumlichkeiten der Brickworld bin. Eigentlich ist es ja zu Fuß auch nicht so weit, aber ich habe einiges an Material im Kofferraum und deshalb bin ich ausnahmsweise mal hier mit dem Auto hingefahren, und zwar habe ich auch sehr viel für den Boden und für die Wände dabei gehabt, wie anderen eben Farbe für die Wände, natürlich weiße Farbe, und hier, man sieht es ein bisschen schlecht in dem Bildausschnitt, trage ich hier gerade die Ausgleichsmasse rein, die Nivelliermasse oder wie auch immer man es nennen möchte, und noch ein paar andere Dinge, all das für die neuen Räumlichkeiten. Und das hier ist keine Werbung, das ist auch keine Schleichwerbung, das ist einfach nur draufstehend. Und hier seht ihr den zuletzt aktuellen Stand. Ich bitte mal ein bisschen Entschuldigung für die wackelige Kamera. Das ist ein Video, das einige Monate, nicht Monate, Wochen, Monate alt ist, um euch zu zeigen, wie das Ganze aussah mit den ganzen Öffnungen und abgerissenen Stellen. Es ist jetzt sehr wackelig, es tut mir leid. Aber man sieht hier auch einige Schäden an den Wänden, die eben alle noch ja, repariert werden müssen und gefüllt werden müssen, damit man das Ganze überhaupt erstmal streichen kann. Und der ganze Raum auf der anderen Seite ist es nicht so schlimm, da ist es mehr Ausbesserung, da ist noch ein kleines Loch zu sehen in der Wand. Aber jetzt seht ihr auch hier schon mal den ersten Arbeiten an ja, soll ich sagen, dass man eben die Löcher zubekommt und auch die fehlende Tapete. Dafür habe ich da jetzt so eine Art Raufaserputz, würde ich mal sagen, genommen, nachdem die Löcher gestopft sind. Damit kann man das schon mal ganz gut überdecken. Ihr seht es an der Decke, habt ihr jetzt gerade gesehen, dass es da deutlich besser aussieht. Und wenn das Ganze überstrichen ist, sieht es hoffentlich nochmal besser aus. Und damit kommen wir zu einer gar anderen Form des Speedbuilds, denn das ist gar kein Speedbuild, sondern ein Speedstreichen. Ich dachte, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, das mal so ein bisschen mit aufzunehmen. Wundert euch nicht, erstens, dass ich Handschuhe anhabe, denn ich habe in letzter Zeit auch relativ viel in unserer Wohnung, in unserem Haus renoviert, und ich habe einfach gar keine Lust mehr, mir dauernd die Hände zu waschen. Ich streiche inzwischen mit Handschuhen. Und auch nicht wundern, dass ich hier keinen Teleskopstiel benutze, denn ich habe immer noch Probleme mit meiner Rippe, die ist ja immer noch geprellt, und ich packe es einfach nicht längere Zeit, ehrlich gesagt, mit dem Teleskopstiel zu streichen. Deshalb habe ich hier jetzt eine relativ kleine Rolle und streiche auch, wie ihr sehen könnt, hauptsächlich mit der rechten Hand. Das funktioniert ganz gut, es ist nicht schmerzhaft, aber ihr seht auch, dass es jetzt hier einiges zu tun ist. Auch nicht wundern, dass jetzt die ganzen Steckdosen und so gar nicht abgeklebt oder abgenommen sind. Die müssen eh entweder noch ausgetauscht werden oder mal komplett gereinigt werden. Da habe ich mir jetzt die Mühe nicht gemacht, die auch noch irgendwie abzukleben, damit nichts draufkommt, obwohl die eh schon dreckig sind. Und ja, ihr seht, dass hier einiges zu streichen ist. Man sieht es auch sehr gut, finde ich, dass die ganzen Löcher, die gestopft sind, man gar nicht mehr so schrecklich sieht. Aber ich muss sagen, da ist jetzt schon mal fast ein ganzer halber Eimer, was auch nicht schon ein ganzer halber Eimer, draufgegangen, um jetzt einfach nur mal diese großen Seitenwand zu streichen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob meine ganze Farbe, die ich noch habe, ich habe noch einen Eimer und noch einen halben, glaube ich, reicht. Da seht ihr doch ganz gut, dass man da jetzt so ein bisschen den Schatten sieht, wo ich jetzt ausgebessert habe. Aber man sieht jetzt, wenn die Farbe drüber kommt, dass es schon mal deutlich besser aussieht. Also es verschwindet so langsam der Schatten. Man sieht es noch ein bisschen, weil der Untergrund noch nicht ganz trocken war, als ich da drüber gestrichen habe. Aber man muss sagen, die Wände sehen auf jeden Fall deutlich besser aus, jetzt wo sie schön weiß neu gestrichen werden. Sie waren gar nicht so dreckig im Gesamten, aber sie waren auf jeden Fall unten in der Ecke sehr dreckig, seht ihr. Da werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was nachbessern müssen. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, wie ich vorangekommen bin, weil das ist wahrscheinlich die schlimmste Wand von allen, und die ist dann jetzt auf jeden Fall schon mal geschafft. Und hier seht ihr jetzt sozusagen das Endergebnis des heutigen Baustellen-Updates. Wie gesagt, es gibt jetzt endlich wieder Fortschritte auf der Baustelle. Aus persönlichen und auch beruflichen Gründen ging es jetzt einige Zeit nicht voran, aber der ganze Bereich jetzt hier, diese ganze Wand komplett hier rüber, ist jetzt so weit fertig, dass sie gestrichen ist und alles andere gemacht ist. Es ist auch die schlimmste Wand von allen gewesen, denn die war die mit den größten Löchern. Habt ihr vielleicht am Anfang des Videos gesehen, dass da wirklich riesige Löcher drin geklafft haben. Hier drüben auf der anderen Seite, ich gehe mal hier rüber, ist es nicht so schlimm. Da ist ein kleineres Loch drin, das ist entstanden, als ich hier die Wand rausreißen musste. Und da drüben ist es gar nicht so schlimm, denn da fehlt einfach nur die Tapete sozusagen. Da ist ein winziges Loch drin. Aber alles in allem ist das so gar nicht mehr so schlimm. Also das war tatsächlich die allerschlimmste Seite. Hier oben muss noch die Leuchtstoffröhre ausgetauscht werden. Die hat ein kleines Problem. Vielleicht hat sie auch einfach nur beim Starter ein Problem. Aber ich bin auf jeden Fall schon zufrieden, wie es sich entwickelt. Also es sieht auf jeden Fall viel besser aus jetzt mit den gestrichenen Wänden. Man sieht hier so ein bisschen noch den Übergang
in dem Licht jetzt gerade, aber grundsätzlich sieht man die Stellen, an denen die Wände waren, jetzt gar nicht mehr so sehr, wenn das hier ein Tageslicht ist, beziehungsweise ist es jetzt teilweise noch ziemlich nass, auch der Untergrund, das wird sich auch nochmal ändern. Hier unten muss ich mir noch was überlegen, da muss ich nochmal andere Farbe besorgen, denn hier unten kommt der ganze Schmutz wieder durch das weiß gestrichene. Wenn es frisch gestrichen ist, ist es nicht mehr zu sehen, aber wenn es trocknet, kommt es wieder durch. Das ist ein bisschen doof, aber das ist auch lösbar auf jeden Fall. Ansonsten, ich gehe nochmal kurz hier nach vorne mit euch, einen Moment. So. Und hier seht ihr noch den Karton von der Buchhandlung, einfach mal so als Vergleich, um euch zu zeigen, wie groß das Ganze hier ist. Wir können mal ein bisschen näher rangehen. Ich muss mal schauen, ich muss jetzt hier mal ein bisschen rückwärts laufen, damit wir das auch hier im Bild haben. Und hier seht ihr auch noch grob die Markierung hier unten, die wir hatten. Das ist der Tisch, der momentan sozusagen die Brickworld darstellt, also hier drüben. Komplett, man sieht es noch ein bisschen, die Markierung habe ich ja mal vor einiger Zeit aufgeklebt gehabt. Und das hier ist die aktuelle Brickworld mit ihren 6 Quadratmetern. Und ihr seht natürlich, dass hier noch einiges dazukommen wird. Ich muss mal kurz nochmal einen Cut machen und nochmal umdrehen die Kamera. Und hier sieht man es nochmal besser. Ihr seht da noch die Reste vom Klebeband. Da ist die Ecke, da ist die Ecke, da ist die Ecke. Wie gesagt, dieser kleine Bereich ist die aktuelle Brickworld und hier ist einiges an Platz zum Wachsen. Wie gesagt, da hinten kommen dann die Gleise hin. Der Bahnhof steht ja hier. Hier gehen die Gleise weiter. Hier hinten kommt dann irgendwann der ländliche Bereich hinter der Altstadt und hier vorne geht es dann städtisch weiter, sodass wir hier noch einiges an Platz haben. Zum Beispiel für den Zoo, aber das habe ich, glaube ich, alles schon mal erzählt, wenn das Ganze hier ein bisschen sich weiter realisiert, als wenn die Tische und so weiter reinkommen nach und nach, dann werde ich darüber nochmal genauer sprechen. Aber ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich hoffe, es hat gefallen, dass es hier endlich mal weitergeht. Mir persönlich gefällt es auch, denn langsam wird einfach der Platz drüben schwer eng und ich habe auch für meine ganzen Ideen gar keinen Platz mehr in der Richtung. Und momentan baue ich ja relativ viel an dem Häuserblock, der ja schon hier für das neue Layout gedacht ist. Und an den alten Sachen komme ich jetzt gar nicht mehr so gut voran. Vor allem, weil der Bahnhof zum Beispiel zu viel Gewicht hat für den aktuellen Tisch. Und da wird es einfach eng. Und deshalb will ich jetzt das versuchen, hier voranzutreiben, dass wir jetzt hier langsam mal da so weit kommen, dass die Wände fertig werden, inklusive der Decke. Ihr seht ja hier, da waren ja mal auch die Wände drin, das muss ja auch noch raus. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Update gefallen. Es wird demnächst weitere Updates hier aus der Baustelle geben, sodass wir hoffentlich bald umziehen können. Und am Zeit will ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und hier weiter mitbekommen wollt, wie die Brickworld vorangeht in neuen Räumlichkeiten. Dann lasst auch gerne ein Abo da. Und ansonsten viel Spaß beim selber bauen und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Tschüss!